Moin Leute, da sind wir wieder bei Sherlock Holmes, Crimes and Punishments und wir beginnen da, wo wir letzte Folge aufgehört haben, mit der Leichenschau. Ich weiß gar nicht, waren wir in diesem Raum schon? Ich gucke mich mal kurz vorher um, bevor wir die Leiche entblößen, aber ja, das sollte relativ schnell vorbei sein, nämlich jetzt und dann kann es losgehen. Leiche untersuchen. Let us carry out an external examination. Das machen wir. There are no suspicious Brust. marks upon the chest. Let us finish our external examination, so that we can proceed with the autopsy. Ein Gesicht hat er auch. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. Wirklich? The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. Ich weiß es nicht genau, aber könnte das vielleicht gegen einen Herzinfarkt sprechen, wenn das normal The aussieht? air from the lungs carries a faint floral Aha. aroma. No redness, stings or bruises. Ich habe jetzt gerade bei der anderen Hand vielleicht nicht so drauf geachtet, aber der Daumen sieht extrem riesig aus im Nothing Vergleich zu den anderen, suspicious oder? here. Zu den anderen Fingern? Now, Der ist hier auch so. let us examine the internal organs. Geil. Schlitz ihn auf. So, was haben wir hier? Wir möchten... Da ist doch der Darm. Ich möchte bitte den Darm untersuchen. Na gut, wir fangen an mit dem Herzen. The heart's blood vessels show no pathological signs. Mhm. Bin kein Experte, aber hört sich doch auch irgendwie so an, als hätte der keinen The Herzinfarkt heart gehabt, oder? tissue shows no visible pathological signs. Okay, wir nehmen die Leber. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Ja, ja. Das ist doch ein anerkanntes gesellschaftliches Problem. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Okay. Dann nehmen wir den Magen. Der hat ja einen blumigen Atem. Das kann jetzt natürlich aus beidem kommen. Wir nehmen erst die Lunge. The lungs are congested and edematous. Okay, geschwollen und hat Ödeme. Oh, da haben wir... Ih. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Aha. Magen haben wir trotzdem noch. The stomach tissues show no visible pathological signs. The stomach tissues... Ja, sorry. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean Yes, it is murder. we should inform Lestrade? Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No, we also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No, a few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs. Sehr gut. Yes, Watson, it is time now to open the doors. Even those in the staff building? I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little.
Okay, wir gucken kurz in unsere Hinweise. Dann war eingesperrt, Vergiftung. Passt gut zusammen anscheinend. Inhaliert er ein tödliches Pflanzengift? Ja, das kommt wohl durch das Ventilation System. Das überrascht uns jetzt noch nicht so sehr, ne? So, raus hier. Wobei, wir müssen gar nicht rausgehen. Wir können natürlich auch so zurück zu Baker Street und erstmal unsere Archive nach den Symbolen durchsuchen, die wir da gefunden haben. Nach seltene Pflanzen Botanik suchen. Ja, das hört sich doch erstmal gut an. Zeichen und Symbole. Na gut, dann brauchen wir aber... Dann brauchen wir aber nicht diesen Hinweis, ne? Genau. Gift und Toxine. That is not the one I need. Zeitung wollen wir aber auch nicht. Enzyklopädien, die nehmen wir. Und dann Botanik, genau. Exotische Pflanzen, Band 4, das nehmen wir doch bestimmt. Blablabla. Die Gemeinsamkeit dieser Pflanzen besteht darin, dass sie mehr oder minder stark giftig sind. Jedoch können nur die ersten 3 Pflanzen für Menschen gefährlich werden, vor allem Floram diabolica, also die 3 vermutlich. Allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Die Pflanze muss einer aggressiven Stimulation ausgesetzt sein, auf die sie mit dem Schleudern von tödlichen Sporen reagiert. Heißt Hitze, Feuchtigkeit. Here it is. So, hier können wir nach den Symbolen suchen. Symbol auf einem zerbrochenen Blumentopf aus dem Hinterhof der Gärtner. Stammt nicht von Kew Gardens und bedeutet so viel wie göttlich, wenn ich mich nicht irre. Göttliche scholastische Gesellschaft für vegetative Verehrung und Meditation. Wird das scholastisch auch auf Deutsch ausgesprochen oder scholastisch? Ich sag scholastisch. Die Mitglieder der Gesellschaft beten Traven an, den Gottkönig. Traven? Traven. Ihr Ziel ist es, spirituellen Frieden zu finden und sich von den Zwängen des Materialismus zu befreien. Von daher sind die Spenden, die sie erhalten, recht groß. Ihr Ziel ist es, spirituellen Frieden zu finden und sich von den Zwängen des Materialismus zu befreien. Warum sollte denn deswegen die Spenden größer sein? Keine Here Ahnung. it is. So, The Divine dann... Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Wir haben noch ein weiteres Symbol. Nämlich das nicht. Das vermutlich, genau. Seymours Gartenwelt, Werkzeuge und Vorräte für den Garten. Wir sind ein Premium-Lieferant für all Ihre Bedürfnisse im Gartenbau. Umfangreiche Auswahl und Lieferung von Sand, Pflanzen, Erde, Mulch und Top-Variationen sowie sonst alles, was Sie benötigen. 3 Blurton Road, London. Here it is. So, haben wir noch was? Nö. Dann gucken wir uns mal an, was es hier Neues gibt. Diebstahl und Mord. Der oder die Mörder könnten diejenigen sein, die die exotischen Pflanzen inklusive der tödlichen nach der letzten Ausstellung in Kew Gardens gestohlen haben. Würde ich auch sagen. Dass man halt die Spuren verwischt, ne? So. Das haben wir. Gibt es hier was Neues? Warum beobachtest du die... Ach, da oben steht sie. Watson, warum Someone guckst should du die take an? Toby for a walk. Have you found something interesting? Oh dear, Toby.
I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. So, wir gucken kurz in unsere Gebäude untersuchen. Und die Pflanzen wiederfinden. So, hier haben wir die Geschichten. Achso, das war das. Bruchstück einer Büste. Da können wir auch noch nicht mehr zu sagen. Da haben wir noch die Liste mit den gestohlenen Pflanzen und hier haben wir die Informationen über die Pflanzen, die wir gerade rausgesucht haben. Okay, ich würde sagen, wir gehen zurück nach Kew Gardens und dann gucken wir uns da mal wieder um. Sprechen vielleicht zuerst nochmal mit Hamish Dingensbums oder Dingensbums Hamish. Wie hieß er schon wieder? Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. So, er ist auch noch da. Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, oh, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. You mentioned that Mr. Dunn led Wir gehen a natürlich alles particular durch. lifestyle. Well, it's no secret that he enjoyed, celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before, and now all of a sudden he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Lässt jetzt so beide nicht so gut dastehen, sich selbst und den Albert, ne? Aber naja. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was. Oh yes, he forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Ist natürlich dann auch Are you able schwierig. to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who was such a nice lady and who always takes pity on Albert. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Tell me, Mr. Hamish,
Do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Are you aware of the Divine Syndicate? The divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Natürlich alle anderen relativ schwer belastet. So, wir fangen einfach vorne an, würde ich sagen. Ich weiß nicht genau, ob wir jetzt auch... Ne, okay, hier kommen wir trotzdem nicht rein. Dann gucken wir uns erstmal nur die anderen Gewächshäuser an. Achso, können wir ja noch gar nicht. Wir müssen ja erst zu Albert, der hatte den Schlüssel für die anderen Gewächshäuser. Am schnellsten dürfte das doch hier lang gehen, ne? Das ist doch genau der Raum, wo er dann drin ist. Ja. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah, at the moment I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens, and I can do it. I can be as good as any other who works here. Hört sich eher so tell an. us about Martin Hamish, the deputy Sehr director? ehrlich, schätze ich den Well, I have gerade to ein. tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? Well, that is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. Also war schon ein sehr angenehmer Zeitgenosse, der Vater anscheinend. Vom Gefühl her würde ich mittlerweile sagen, oder würde ich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, dass Mr. Hamish das stärkere Motiv hat. Aber wir schauen mal, wie es Have you weitergeht. ever heard of Wir haben ja the noch eine Miss Divine White, die wir Syndicate? finden müssen. No, I cannot say that I have. Okay, keiner kennt Do you diese hold the göttliche keys Gesellschaft. to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. We shall see you again. Okay, was haben wir an neuen Hinweisen? Tödliche Pflanzen gestohlen. Das passt doch gar nicht zusammen, oder was? Möchte ich wohl meinen. Die doch auch nicht. Okay, ja. Wenn wir nicht probieren brauchen, kam mir gleich ein bisschen Spanisch vor, aber wenn man das dann halt gezeigt bekommt, dann guckt man sich's eben doch an. So, jetzt gehen wir ins Bürogebäude können wir jetzt vermutlich auch, oder? Ah, dann können wir jetzt überall rein. Und wir sollen hier den Labortisch gucken. Erstmal machen wir das. This is a table Experimentiertisch. for experiments. It Säure resembles my steht da own. oben. Only this one is kept in good order, Holmes. Ja. Okay, mehr gibt es da noch nicht. Ein A Phonograph. phonograph used for voice recording. Remarkable.
Yes, this is quite a modern laboratory. Martin Hamish's perception of plants. The notion of communication in the plant world has long been considered marginal, yet I remain convinced that some plants do indeed transmit chemical signals in the event of attack. A study report by Martin Hamish. Wir hören uns die beide mal an. And it seems clear from these multiple experiments that plants do respond to their environment and have a form of consciousness. Margaret White, February 1895. Report number 245. Study report. Okay, wir haben also einmal das von Margaret und einmal das von Mr. Montague. Und möglicherweise hat er ja ihre Forschungsergebnisse, die bahnbrechend sind, geklaut. Und deswegen hat sie dann vielleicht auch ein starkes Motiv. Chemicals. A sufficient quantity for some serious experiments. Okay, mehr müssen wir uns dazu nicht angucken. University of Cambridge Botanical Section. A botany book. Was? Achso. This student's book belongs to Albert. Verrückt. Okay, wir gucken uns weiter um. Zumindest gibt es hier erstmal nichts, was... Da fehlt ein Anzug. Wir haben ja Such schon was masks are gefunden. generally worn when dealing with toxic chemicals. Gloves, waterproof aprons, everything one might need for self-protection. Do they grow dangerous plants here? It appears as though the protective equipment is missing from here. Stehen da Namen drüber? Nee, okay. Ja, alles klar. Wir gucken uns kurz noch den Tisch ohne die Dingens an. Das bringt aber nichts, dann gucken wir es mit an. Flaschenabdruck. Untersuchung. There was a bottle here. It left behind a trace of the substance that pervaded the laboratory. Several drops of the substance were spilled. Someone carried this bottle around. Several drops of the substance. Gold dust? Good heavens. What's it doing here? The gold is almost immune to chemical attacks, so it may be a valuable auxiliary for various experiments. But why would anyone perform such experiments in a botanical garden? The bottle is no longer here, but it is possible to detect a faint scent. We need a good nose. Das machen wir aber nicht sofort, den Tobi holen, sondern wir werden erstmal in die anderen verschlossenen Türen gucken. Hier sollten wir niemanden finden, glaube ich. Genau, hier ist noch niemand. These young plants must be delicate if they are kept in the nursery. Offener Schrank. We can see the interior of the Colonial Collection Room from this window. Exhibition of garden plants. This poster is for an exhibition that Martin Hamish was directing, but it had nothing to do with Kew Gardens. This certificate belongs to Martin Hamish. He won a horticultural competition. Tja, das sieht aus, als wäre das hier sein Arbeitsplatz, ha? A thesis written by Martin Hamish. A glasses case. It is empty. This area serves as Martin Hamish's office. Da war ich schon 2 Hinweise früher dran als zu Sherlock.
Daneben. award presented Ach so, to immer noch, Martin ja. Hamish for a master's degree diploma. It will Sollen wir uns noch mehr davon ansehen? Nö. Es fehlt doch hier eigentlich nur noch irgendwie eine Statue, die auf dem Tisch stehen hatte, die dann da rauswirft. This is one of the outlets of the ventilation system. Da ist die Büste. It is a bust of Montague Dunn. Da oben fehlt die Ecke. I am curious if the marble that we found... Here it is. The marble fragment that we found in the Colonial Collection Room is what they have in common. Mhm. The seeds of plant species are stored here. Ja, wir gucken erst hier lang. Da können wir nicht drunter gucken. Gibt es hier sonst noch was zu finden? Ja, nicht. Nö. Und nochmal nö. Das heißt, wir gehen hier raus. Hallo, bitte, lasst mich raus. Nix lockt. So, und hier sollte doch jetzt Open. die gute Frau White sein. Wir gucken uns vorher im Raum um. Ja, jetzt gilt es herauszufinden, was sie von Mr. Dunn wollte. Warum sie dann aber, wenn sie was von Mr. Dunn wollte, immer Albert dann auch beschützt hat. This is one of the outlets of the ventilation system. From here, we are unable to see the interior of the Colonial Collection Room. Genau. Ja, ja. A book about ships. Nothing at all to do with plants. Materials for college study. They belong to Albert. These leather gloves are new and of good quality. They do not appear to have been used. This place serves as Albert's office. Ja, logischerweise kann man auch von hier aus nicht sehen. Vielleicht war das Ganze auch ein Gemeinschaftswerk von Albert und Miss White. Wir werden sehen. Wir fragen sie mal, was sie so zu erzählen hat. Vorher gucken wir sie natürlich hier sehr gründlich an, vermutlich. Nee, vielleicht auch Very nicht. beautiful plants here. Why, thank you, sir, and good day to you too. But Oh, I do beg your pardon. My name is Dr. John Watson. This is my good friend, Mr. Sherlock Holmes. I am honored to make your acquaintance, gentlemen. My name is Margaret White. Excuse me, but are you Sherlock Holmes, the great detective? Yes, I am he. What a pleasure to see you here at Kew Gardens. Are you working on a case? Wir gucken sie erstmal an. Ja, sie guckt so nach unten. Das sieht schon wieder... hier war gerade was. Teures Parfüm. Mir nicht mehr zu sehen als teures Parfüm. Oh, gerötete Hände. Oh, unverheiratet. Sie ist gefährlich. Yes, a theft of plants that took place here a few days ago after their most recent exhibition. Oh, yes, of course. I quite forgot about that.
Oh, it's quite understandable that you might forget about the theft of the plants, miss, after the tragedy that took place here. Yes. The director was a truly good man. It is Oh. such a terrible misfortune. Okay, wir fragen alles. Would you happen to know why part of the colonial collection was cleared? No, I have never been there. Do you work here? Part-time only. I am a biology student at the London University. I attend the same classes as the son of Mr. Montague Dunn. That is how I found my chance to work here for part of my thesis, you see. It is a great honor. How well did you know Mr. Montague Dunn? He was a master, a great leader. I saw him almost as a spiritual father. He had an exceptional nature? Oh yes, indeed. He was always so active and so optimistic, and very nice to me. Although he could behave harshly towards his son. Why so? He loved his son dearly and wanted the very best for him. It made him extremely demanding. Albert, who is naturally shy, suffered because of it. The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all. But it is a very pretty name. Most of the doors in Kew Gardens are locked. Do you have a key to this room? Oh, yes. Albert gave me a set of duplicate keys. He agreed I might carry out my studies without disturbing him. It is only temporary. Finde ich im Thank Moment you, noch miss. ein bisschen None of the three people schwierig who zu work at Kew durchschauen. Gardens know why half of the colonial collection was cleared. So, someone is lying. It is obvious. Mhm. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Haben wir schon rausgeguckt. Moment, konnte man da noch was machen? Nein, nur das Fenster wieder schließen. Wir gucken noch mal kurz in die Ventilation, ob es da noch was zu finden gibt für uns. Wir hatten ja A irgendeinen ventilation system. fehlenden It should Gegenstand. regulate the Brauchen wir temperature hier. of the staff buildings. Wir brauchen also jetzt Tobi, nehme ich mal an. Aber den holen wir erst in der nächsten Folge ab, denn für diese haben wir genug ermittelt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns dann mit unserem süßen kleinen Beagle wieder in der nächsten Folge. Haut rein, Leute, ich bin laKKai.